kommen wir nun zum Rätsel des Sphinx und dem Geheimnis der Pyramiden. Sehen Sie, mit diesen salomonischen Weisheiten, mit diesem Wissen, was in diesem Buch steht, sind wir auch in der Lage, das Rätsel des Sphinx und das Geheimnis der Pyramiden zu entschlüsseln. Um das Rätsel des Sphinx entschlüsseln zu können, benötigen Sie aber das Geheimnis einer anderen Götzenfigur, die von Baphomet. Baphomet spielte während den Templerprozessen 1307 eine besondere Rolle. Sie erinnern sich, 200 Jahre zuvor sind die ersten Templer Richtung Jerusalem aufgebrochen, haben sich dort auf einen Teil des Tempelberges niedergelassen, wo einst der salomonische Tempel gestanden haben soll. Danach sind die Kreuzzüge ausgebrochen und ca. 200 Jahre später, also 1307, wurden die Templer vom damaligen Papst Clemens, der auf Druck des französischen Königs Philipp IV., auch Philipp der Schön genannt, der Ketzerei beschuldigt. Und einer der Anklagepunkte lautete, die Templer würden eine Götzenfigur namens Baphomet verehren. Danach wurden die Templer verfolgt, bestialisch umgebracht. Einige konnten Gott sei Dank fliehen. Das Problem ist nur, keiner weiß so genau, was es mit dieser Götzenfigur Baphomet auf sich hat. Sehen Sie, ich habe 13 Jahre lang sehr intensiv recherchiert und ich habe mich natürlich auch mit Baphomet beschäftigt. Ich habe versucht, da was Brauchbares herauszufinden. Leider habe ich nicht viel gefunden. Das Einzige, was ich über Baphomet gefunden habe, das werde ich Ihnen jetzt mitteilen. Folgen Sie der Kunsthistorikerin Anke Napp, dann handelt es sich bei Baphomet um das provenzalische Wort für Mohammed. Mohammed, Mahomet, Baphomet, also das angebliche Idol der Moslems. Eine andere Deutung findet sich in der arabischen Verballhornung Abu Fiamed, das im Spanien der Araberzeit Bufihimat ausgesprochen wurde und Vater des Verstehens, Vater der Weisheit bedeutet. Im 6. Jahrhundert wurde aus der Abtasch-Umkehrung im Hebräischen aus Baphomet Sophia, was auf die Pistis Sophia hindeutet. Die Pistis Sophia ist eine der bedeutendsten koptisch-gnostischen Texte. Jetzt muss man wissen, dass die koptische Sprache die jüngste Form der ägyptischen Sprache ist und Gnosis Erkenntnis bedeutet. Folglich hätten wir es demzufolge um ägyptische Erkenntnisse zu tun. Nach Eliphas Levi Zahl, der den Baphomet, ich glaube es war 1854, zeichnete, handelt es sich bei Baphomet um ein Anonym, das umgekehrt gelesen wird Tem of Ab und den salomonischen Tempel verdeutlicht. Wenn Sie all diese Aussagen, die wichtigsten Aussagen mal zusammenfassen, dann haben wir es mit folgenden Begriffen zu tun. Vater des Verstehens, Vater der Weisheit, Glaube und Weisheit, ägyptische Erkenntnisse und salomonischer Tempel. Sehen Sie, all diese Begriffe weisen sehr stark auf diese Schrift hin, auf dieses Buch hin, von dem ich gerade erzähle. Das Problem ist nur, dass es keine dieser Deutungen auf den Punkt bringt. Sehen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe sehr viel versucht, über Baphomet herauszufinden. Das war das einzige Brauchbare, was ich gefunden habe, bis ich dann meinen eigenen Verstand mal eingeschaltet habe und mal überlegt habe. Sehen Sie, was haben wir hier? Wir reden hier nicht von irgendetwas. Wir reden hier von den fundamentalsten Prinzipien der Wissenschaft. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Prinzipien, die in allen wissenschaftlichen Disziplinen ihre Gültigkeit haben, die in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen existieren, die sowohl in der Mathematik, in der Biologie, in der Chemie und in jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin ihre Gültigkeit haben, die mit 7 Prinzipien eine vollständige Theorie von allem beschreiben. Und eine der Weisheiten lautet ja nicht ohne Grund: Wenn alles im All ist, so ist es in gleicher Weise wahr, dass das All in allem ist. Derjenige, der diese Wahrheit richtig versteht, hat ein großes Wissen erlangt. Denn er hat die Theorie von allem erkannt. Darum geht es. Sehen Sie, wenn wir damit sogar Ihr physikalisches Grundproblem lösen können, dann müssen das schon sehr mächtige und bedeutende Prinzipien sein.
Und es stellt sich auch folgende Frage: Wie könnte man solche bedeutenden Prinzipien für die Menschheit bewahren? Unabhängig von Sprache und Religion. Denn wir alle wissen, was Sprache und Religion anrichten kann. Und da gibt es nur eine Sprache. Das ist die Symbolsprache. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, ja, die Symbolsprache ist ja auch nicht ganz eindeutig. Ja, das stimmt. Trotzdem, es gibt Symbole, die sind eindeutig zuordnenbar. Nehmen Sie das Licht. Ja? Licht wird immer seit Urzeiten mit Wissen, Wahrheit, Weisheit und Geistigkeit in Verbindung gebracht. Das hat auch seinen Grund. Stellen Sie sich vor, um Sie herum wäre es dunkel. Sie wären doch überhaupt nicht in der Lage, Wissen aufzunehmen. Sie könnten ja noch nicht mal ein Buch lesen. Wie wollen Sie dann Wahrheit erzielen? Ihr Geist würde verkümmern, sozusagen. Deswegen verbindet man diese 4 Sachen, Wissen, Wahrheit, Weisheit und Geistigkeit, immer mit dem Licht. Und jetzt schauen Sie sich mal Baphomet an. In der Flamme zwischen den Hörnern, dort, wo der Geist seinen Sitz hat, wird uns das Prinzip der Geistigkeit offenbart. Mit seinen Händen zeigt Baphomet nach oben und nach unten, auf die helle und dunkle Mondsichel, wie oben so unten, wie unten so oben, und symbolisiert uns das Prinzip der Entsprechung. Seine Flügel symbolisieren das Prinzip der Schwingung. In der Gegensätzlichkeit, männlich, weiblich, hell, dunkel, kommt das Prinzip der Polarität zum Ausdruck. Und auch die anderen Prinzipien können wir mit ein wenig Verstand erkennen. Im Schoß von Baphomet befinden sich 2 in sich gedrehte Schlangen, das Symbol für Rhythmus. Und in den männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen wird uns das Prinzip des Geschlechts offenbart. Und im Zusammenwirken all dieser Prinzipien werden wir das Prinzip von Ursache und Wirkung verstehen. Das ist das Geheimnis von Baphomet. Baphomet symbolisiert die 7 fundamentalsten Prinzipien, den universellen Code, mit dem wir alle Wissenschaften miteinander vereinen können. Darum geht es. Und wenn wir das wissen, dann sind wir auch in der Lage, das Rätsel des Sphinx zu entschlüsseln. Schauen Sie sich die Sphinx an. Ja, es handelt sich dabei um einen am Boden liegenden Löwen oder Katzenkörper. Genau wissen wir es ja gar nicht. Ja, verbunden mit einem Menschenkopf. Auch Baphomet ist als Kreuzung zwischen Mensch und Tier überliefert. Und die Sphinx blickt in Richtung Sonne, in das Land der Lebenden, dort wo die Sonne aufgeht, und symbolisiert uns das Prinzip der Geistigkeit. Bei den Griechen, die ihr Wissen aus dem alten Ägypten bezogen haben, wird die Sphinx sehr oft mit den Flügeln dargestellt. Sie symbolisiert uns das Prinzip der Schwingung. Das Prinzip der Entsprechung offenbart sich uns im Geheimnis der Pyramiden. Die Pyramiden entstehen sowohl im Großen wie im Kleinen. Sie sind nicht nur das Abbild der Sternbilder, so wie es Beauval schon richtig gedeutet hat. Ja? Nein, sie wachsen auch oder sie entstehen auch im Großen wie im Kleinen. Sie wurden in Ägypten erbaut. Wir finden sie auf der mineralogischen Ebene und in der Nanowelt. Das ist das Prinzip der Entsprechung. Genau so steht es auch in diesen Lehren drin oder in dieser Weisheit drin. In den männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen kommt das Prinzip des Geschlechts zum Ausdruck. In den Gegensätzen männlich, weiblich, Mensch, Tier finden wir das Prinzip der Polarität. Hinter der Sphinx, jetzt kommt übrigens eine ägyptologische Interpretation der Sphinx, hinter der Sphinx im Westen liegt das Land der Toten. Ihren Blick richtet sie aber nach Osten, in das Land der Lebenden, und symbolisiert uns den Kreislauf der Natur und die Wiedergeburt. Denn die Ägypter dachten an die Wiedergeburt. Damit wird das Prinzip des Rhythmus offenbart. Denn genau das steht auch in diesen Prinzipien so drin. Und im Zusammenwirken all dieser Prinzipien werden wir das Prinzip von Ursache und Wirkung verstehen. Sowohl die Sphinx als auch Baphomet symbolisieren die 7 fundamentalsten Prinzipien. Jene Prinzipien, die mit 7 Prinzipien eine vollständige Theorie von allem beschreiben. Jene bedeutenden Prinzipien, die so wichtig sind, dass sie 100 Jahre in der Physik brauchen, um ein physikalisches Grundproblem zu lösen, das sie genau mit 2 dieser Prinzipien lösen können.
Sehen Sie, nicht ohne Grund suchte man den universellen Code, mit dem man die Rätsel dieser Welt lösen kann, in einem alten Buch, dem Corpus Hermeticum. In dieser Schrift hat man bislang vergeblich nach den Schlüsseln zur Sphinx gesucht. Welche 3 Wörter sind hier wichtig, die ich gerade genannt habe? Das, was ich Ihnen gerade hier berichte, das kommt aus einer Wissenschaftsdokumentation über das Rätsel des Sphinx. Wichtig gerade waren der universelle Code, ein Buch namens Corpus Hermeticum und die Schlüssel zur Sphinx. Der universelle Code wird durch die 7 universellen Prinzipien beschrieben. Universell deshalb, weil sie in allen Wissenschaften ihre Gültigkeit haben. Es sind jene Prinzipien, mit denen sie ihre gesamte Wissenschaft miteinander vereinen können. Prinzipien, die eine vollständige Theorie von allem beschreiben und mit denen sie ihr physikalisches Grundproblem gelöst bekommen. Deswegen ja auch, mit denen wir die Rätsel dieser Welt lösen können. Und das Corpus Hermeticum, haben Sie sich eigentlich mal die Frage gestellt, was Corpus Hermeticum eigentlich bedeutet? Warum heißt das Buch Corpus Hermeticum? Sehen Sie, auch da habe ich viel versucht, darüber herauszufinden. Auch hier habe ich nicht viel gefunden. Das Einzige, was Sie da finden werden, ist, dass es sich um eine hermetische Schrift handelt, griechische Traktate, Dialoge, aber wesentlich mehr oder Brauchbares, um in diesem Thema weiterzukommen, werden Sie nicht finden. Sehen Sie, wenn Sie das Wort oder die Wortkombination Corpus Hermeticum einmal übersetzen, dann ist das lateinisch, dann werden Sie feststellen, dass Corpus der Körper heißt und Hermeticum leitet sich von hermetisch ab, also von der hermetischen Schrift. Ja, das Corpus Hermeticum sowie das Buch Kybalion oder Kybalion ist eine hermetische Schrift. Diese Schrift geht auf den griechischen Gott Hermes zurück. Ja, die Griechen nannten ihn den Gott der Weisheit, den Schriftgelehrten der Götter. Bei den Griechen war es Hermes, die Ägypter nannten ihn Thoth. Wir wissen nicht genau, wie er hieß. Aber dieses Wissen wurde damals, nachdem diese Person gelebt hatte, immer wieder im Verborgenen weitergegeben. Deswegen verwenden wir heute noch den Begriff hermetisch verschlossen, hermetisch versiegelt, sodass nichts entweichen kann, nichts entschlüpfen kann. Daher kommt das alles. Und diese Schriften werden eben diesem Hermes zugesprochen oder auch anders bezeichnet Hermes Trismegistos, Hermes der dreimal Große. Und wenn Sie das wissen, dann können Sie auch die Wortkombination übersetzen. Dann lautet nämlich Corpus Hermeticum nichts anderes als ein geheimer bzw. geheimnisvoller Körper. Schauen Sie sich die Sphinx an. Die Sphinx ist das Corpus Hermeticum. Sie ist der geheimnisvolle Körper. Deswegen, genau aus diesem Grund existiert auch das Buch Corpus Hermeticum. Sie enthält die Schlüssel des Wissens, symbolisch vereint. Ja, es sind die Schlüssel des Lichts. Und diese Schlüssel des Lichts sind nichts anderes als diese 7 Schlüssel des Universums oder die Universalprinzipien. Und diese 7 Universalprinzipien sind wiederum nichts anderes als der universelle Code. Jener Code, mit dem wir die Rätsel der Welt lösen können. Mit denen wir in der Lage sind, eine Theorie voll von allem vollständig zu beschreiben. Mit denen wir ihr physikalisches Grundproblem lösen können, das gerade mal auf 2 dieser Prinzipien aufbaut. Darum geht es. Die Sphinx wie auch Baphomet symbolisieren die 7 höchsten, fundamentalsten Prinzipien. Das ist das Geheimnis der Sphinx und der Pyramiden. Und als der dreimal große Hermes Trismegistos im Corpus Hermeticum die Worte wählte, wusstest du nicht, Asklepios, dass in Ägypten alles dem Himmel nachgebildet ist? Was hier unten ist gleich dem, was oben ist. Und das Prinzip der Entsprechung erwähnte, haben Generationen von Denkern über diesen Sinn dieser Worte gerätselt. Heute erkennen wir darin die Theorie vom All, beziehungsweise die Theorie von allem. Darum geht es. Das ist das große Geheimnis. Und sehen Sie, warum bin ich der Auffassung, dass das Buch
wesentlich älter ist als 4500, 4600 Jahre. Ich sagte Ihnen ja zu Beginn, dass ich der Auffassung bin, dass dieses Buch mehrere 10.000 Jahre alt sein muss. Sehen Sie, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Diese Prinzipien existieren. Wir haben nichts anderes als diese Überlieferung. Es gibt auch keinen anderen, oder auch wenn das Buch aus dem tiefsten Okkultismus kommt, ich habe mich damit sehr intensiv mit beschäftigt, ich kenne keinen Okkultisten, der irgendetwas anderes sagen würde, als dass diese Prinzipien aus dem alten Ägypten und Griechenland stammen. Das mag wissenschaftlich nicht mehr verifizierbar sein, das ist vielleicht so. Trotzdem existieren diese Prinzipien. Sie können sie in diesem Buch nachlesen. Und ich halte es für schlicht unmöglich, dass wenn Sie die Ägyptologie betrachten, nach der Ägyptologie wurden die Pyramiden vor ungefähr 4500, 4600 Jahren errichtet. Und zwar mit primitiven Werkzeugen. Mit Seilen, Hölzern und primitiven Meißeln. Wir reden in dieser Zeit von der Kupfersteinzeit. Da sollen also die Ägypter in der Lage gewesen sein, Pyramiden mit diesen primitiven Werkzeugen zu erbauen. Es gibt Experimente, wonach das möglich sein soll. Aber dann widerspricht das einer Sache, nämlich diesen 7 Prinzipien. Es ist schlichtweg unmöglich, ein tiefstes Verständnis vom All und vom Universum zu haben und gleichzeitig nur mit primitiven Werkzeugen Pyramiden zu erbauen. Das ist evolutorischer Unsinn. Das funktioniert nicht. So ein Wissen, so ein fundamentales Wissen, das in diesen Büchern existiert, kann man sich nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Ja, stellen Sie sich mal vor, nach den Überlieferungen kommen dieses Wissen, diese Prinzipien aus dem alten Ägypten und Griechenland. Glauben Sie wirklich, da ist ein Ägypter hingegangen und hat sich in die Wüste verkrochen, sage ich jetzt mal so, oder nehmen Sie einen Griechen, der ist auf den Berg des Olymps gegangen oder in den Wald und hat sich jetzt mal überlegt, wie denn das alles zusammenhängt, wie alles aufgebaut worden sein kann. Das All, das Universum, ja, da denkt er sich dann so aus, ach, ja, was könnte es denn da alles für Prinzipien geben? Da gibt es das Prinzip der Geistigkeit muss ja existieren. Wir sind ja geistige Wesen. Ja, das muss eines der Hauptprinzipien sein, der fundamentalsten Prinzipien. Dann gibt es das Prinzip der Entsprechung. Na klar, da ist alles, auf allen Ebenen des Daseins finden wir Entsprechungen. Und Polaritäten haben wir doch auch, klar, da gibt es warm, kalt, groß, klein. Das ist auch eines der fundamentalsten Prinzipien. Und natürlich das Prinzip der Schwingung muss existieren. Natürlich, alles ist in Schwingung, vom All bis zur gröbsten Materie. Ja, das vor 4.500 Jahren, das ist schlicht unmöglich. Dieses Wissen muss wesentlich älter sein. Wer ein so umfassendes und tiefgehendes Verständnis vom All, vom Universum, von Materie, Energie und Kraft hat, das kann man nicht in einer Zeit herausgefunden haben, die wir als Kupfersteinzeit bezeichnen. Das ist unmöglich. Also letztendlich könnten wir dieses Prinzip oder ihr physikalisches Grundproblem doch nur lösen, weil diese Prinzipien bereits existierten. Wenn diese Prinzipien nicht existiert hätten, hätte ich Ihnen diese gesamte Theorie gar nicht vermitteln können. Ich hoffe, es ist klar und verständlich geworden, was diese Theorie für ein Ausmaß hat, wie sie zusammenhängt, um was es hier eigentlich geht und welche großartige Bedeutung sie hat. Das war's.